Aus dem FF, die Frauenfußball-Talkrunde. Immer montags Diskussionen und Analysen, kompetent und sachlich. Zu den Spieltagen der Google Pixel Frauenbundesliga, der Women's Champions League, der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Eine neue Folge aus dem FF, Frauenfußball Leidenschaft. Ja, was Leidenschaft so ausmacht, das Leiden von dem Wort halt, haben wir gesehen im Spiel Dänemark gegen Deutschland, das ja nun 2:0 für Dänemark ausgegangen ist. Ich habe leider nur die zweite Halbzeit gesehen, weil ich unterwegs war. Aber wir können das alles etwas zusammenfassen. Wir haben noch viel zu diskutieren in der ganzen Geschichte. Ja, 2:0. Überschriften in den Medien sind unterschiedlich, bis zu WM-Debakel, DFB, Frauen unterliegen, Dänemark 0:2. Seht ihr das auch als Debakel? Natascha, fang du mal an aus dem Urlaub. Ich bin entspannt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe vor dieser Paarung schon kein gutes Gefühl gehabt, gebe ich ehrlich zu. Also ich bin mit keinem positiven Gefühl in diese Partie gegangen. Also die Gesamtsituation um die deutsche Nationalmannschaft finde ich gerade sehr schwierig, also auch gerade mit dem Ausfall von der Martina Voss-Tecklenburg. Das macht einfach was mit der Mannschaft. Ich glaube, dass die Mannschaft auch immer noch knabbert an dem frühen Ausscheiden der WM, auch wenn sie das versuchen, irgendwie positiv schön zu reden, sage ich jetzt mal. Also das ist so ein bisschen... Also die Wordings, die dann auch immer so bei den Pressekonferenzen zum Besten gegeben werden oder in den Interviews zum Besten gegeben werden, das ist alles so, ja, sehr mediengeschult, ich will es jetzt mal sagen. Ja, es kommt mir so ein bisschen sehr bekannt vor aus meinem Job. Ne? Ich habe auch viele Kommunikationsseminare. Wie erklärst du den größten Mist irgendwie noch positiv? Also kriegst du ja so ein paar Handwerkszeuge an die Hand. Also deswegen, und das kommt mir alles sehr einstudiert rein. Also es würde mir eigentlich wünschen, dass mal irgendeiner richtig Tacheles redet, intern oder auch extern und einfach mal sagt, was da gerade schief läuft. Ich glaube auch, dass die Mädels mit dem Druck nicht zurechtkommen. Und die Situation mit der Martina macht es insgesamt nicht besser. Okay, lass uns das weiterreichen an Andreas. Andreas 2:0 verloren. Wie gesagt, Debakel, dann melden sich jetzt auch die Spielerinnen nach und nach zu Wort. Auch das Ganze drumherum mit Martina Voss-Tecklenburg. Man möchte Klärung haben. Haben verschiedene Spielerinnen es auch schon gesagt, ob es die Merle Froms war oder auch Poppy. Werden die damit allein gelassen mit diesem Problem? Ich weiß nicht. Also die Mannschaft spielt ohne jegliches Selbstvertrauen. Es ist kein Feuer, eben keine Leidenschaft drin. Und das Schlimme ist, wenn man ein Jahr zurückdenkt, da haben wir Dänemark 4:0 weggehauen in der EM, in einem begeisternden Spiel. Ich war da im Stadion, das war von der ersten Minute an war da Feuer drin und Druck und Selbstvertrauen. Und jetzt ein Jahr und 2 Monate später ist die Mannschaft ja völlig am Boden. Es geht nichts zusammen, da ist keine, die es irgendwie die Zügel in die Hand nimmt oder das Ding rumreißt. Es ist einfach, ja, es ist enttäuschend und die Spielerinnen selber sind ja auch enttäuscht. Aber wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen. Ich habe gesagt, so meine Befürchtung ist, es geht eben nicht dieser nötige Ruck durch die Mannschaft und das kommt auch von außen nicht, sondern es ist mehr so ein Weiterwursteln. Und genau das war's ja auch von der Aufstellung her. Weil wir werden nachher noch weiter diskutieren, aber meiner Ansicht nach spielen eben auch weiterhin die Spielerinnen, die völlig außer Form sind seit Monaten schon. Es ändert sich nichts und es ist von außen auch nicht der Schub, dass die plötzlich Selbstvertrauen haben. Oder ja, wenn wir zurückdenken, es gab ja schon mal die Krise vor der WM 2019, als es auf der Kippe stand, ob man sich dafür qualifiziert. Und nach der Heimniederlage gegen Island, war ich auch der Meinung, das geht schief. Das spielen ohne uns die WM. Und dann kam Horst Hrubesch und hat das Ding umgestoßen, ja. Und dieser Impuls, dieser Effekt von außen, der hat völlig gefehlt. Es war einfach nur ein Weiterwursteln. Okay. Lass uns bitte dann den Michael mit reinnehmen. Michael, Debakel.
ich komme nochmal drauf zurück. Ist das für dich auch ein Debakel gewesen, das 2-0? Ja, das Wort Debakel, einige Leute haben das ja kommuniziert auch, dass ihnen das zu weit geht. Man soll nicht mal draufhauen. Trotzdem, es bleibt eine ganz schlechte Leistung. Als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich auch nicht sehr viel erwartet, aber ich habe nicht so eine schlechte Leistung erwartet. Hab doch gedacht, dass mit der Pause dazwischen und nach dem ersten Bundesligaspiel die Form bei einigen Spielerinnen besser geworden ist, aber das war nicht der Fall. Also gerade das Beispiel Clara Bühl, ich habe es in der Pressekonferenz gestern gefragt, ob das ihr Anspruch ist, 90 Minuten nicht aufs Tor zu schießen. Sowas geht einfach gar nicht. Und Lina Magull, weiß nicht, wie der Kicker auf diese Benotung kommt, ein Totalausfall, bemüht angefangen, aber sie bringt keine Struktur rein, gar nichts. Was Sidney Lohmann habe ich vermisst, was er gegen Südkorea gemacht hat. Mit vollem Mut da Weitschüsse angesetzt und gerannt und gelaufen und alles versucht. Da kam auch nichts. Und ja, Nicole Anjomi, ich weiß nicht, was ich zu sowas sagen soll. Ich bleibe bei meiner Meinung, das ist keine Nationalspielerin, die ist technisch so unfassbar schlecht. Und sie ist gut, wenn sie mit dem Ball loszieht, aber man kann sie überhaupt nicht anspielen. Der Ball ist sofort weg, man hat es gesehen. Sarah Linde hat auf dem Flügel immer wieder versucht, nach vorne zu spielen und es kommt einfach nichts. Und wenn von den Außen nichts kommt, dann steht Alex Popp dann in der Mitte auch allein und verlassen und wird dann sowieso gut gedeckt und dann kommt gar nichts. Und das war das Ergebnis des Spiels. Ja, lass uns mal ein bisschen in das Psychische der Spielerin nochmal reingehen. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass man das vielleicht nochmal ergründet. Ich habe vorhin mal ein bisschen recherchiert. Seit der EM im Grunde genommen spielen sie immer mit unterschiedlichen Aufstellungen. Sicherlich dadurch bedingt, dass Julia Quinn verletzt war, dass hier mal jemand verletzt war und so weiter. Aber 22, da wurden sie auf Händen getragen, die wurden bejubelt und so weiter. Und auf einmal fing es dann auch schon an mit Niederlagen oder nicht so guten Spielen. Und ja, das Ganze endet jetzt eigentlich nach der WM mit diesem 2-0. Und das macht doch mit den Spielerinnen etwas, das Ganze. Und das konnte man meines Erachtens auf dem Spielfeld sehen. Natascha. Ja, also meiner Meinung nach fehlt jegliches Selbstvertrauen. Das letzte gute Spiel war für mich das 2-1 in Dresden letztes Jahr am 7. Oktober. Danach habe ich persönlich kein gutes Spiel mehr von der Nationalmannschaft gesehen. Meine Meinung. Also auch nicht mehr das Gefühl gehabt, dass sie wirklich aus einem Guss gespielt haben. Und ja, wenn ich die Aufstellung gesehen habe, da habe ich mich wieder gefragt, für was sind die Frankfurter Spielerinnen dabei? Jetzt mal eine Nicole Anjomi ausgenommen und eine Nicole Anjomi, sage ich ganz ehrlich, da ist viel Schatten, ja. Also die hat jetzt ein wirklich gutes Spiel gemacht. Das war Champions League Spiel gegen Inter. Danach immer wieder auch sehr schwankend, sehr schlecht, mit auch technischen Fehlern, viel Ballverlusten. Das, was der Michael auch sagt, sieht man bei der Eintracht auch. Und ja, also für mich weiß die Mannschaft selber nicht, wie sie sich da gerade aus diesem Tief rausziehen sollen, und die ganze Trainersituation macht es nicht besser. Also ich glaube auch, eine Alex Popp hoch geehrt und macht vieles gut, aber sie ist, wenn es um die klare Ansprache geht, keine Almut Schuld. Und ich glaube, die fehlt, muss ich ganz klar sagen, weil die ist jemand, glaube ich, die auch mal sehr deutlich in Internas ein paar Dinge anspricht. Da bin ich mir nicht sicher, ob eine Alex Popp das so in der Form auf die Reihe kriegt. Okay, Andreas. Oder vielleicht ist sie dann auch alleine, ne? Vielleicht ist sie da auch jetzt alleine gerade, ne? Auf diesem Weg. Okay, Andreas, was sagst du zu den ganzen Kommentaren? Also Michael hat ja schon den Finger in einige Wunden gelegt.
Mir als Bayern-Fan tut's weh, das sagen zu müssen, aber ich bin auch der Meinung, Clara Bühl, Lina Magul, seit Wochen, seit Monaten laufen sie ihrer Form hinterher. Ja, man tut den Spielerinnen auch keinen Gefallen, indem man sie immer wieder von Anfang an bringt. Und was ich auch schon des Öfteren gesagt habe, wer in seinem Verein nicht Stammkraft ist, kann sich die Minuten oder die Spielpraxis nicht in der Nationalmannschaft holen dürfen. Das passt nicht. Und Ina Magul ist momentan eben nicht, in der Regel nicht in der ersten Elf bei Bayern. Und das Gleiche gilt aber auch für Marina Hegering, die im letzten Spiel eben, ja, wer war denn die Innenverteidigung bei Wolfsburg? Hendrich Janssen. Ja, wann hat das Innenverteidiger-Duo Hendrich Hegering zum letzten Mal gut funktioniert? Das war bei der EM letztes Jahr. Und seitdem bemängeln wir immer wieder Abstimmungsprobleme bei den beiden. Sie stehen zu hoch, sie stehen schlecht, sie werden mit einem langen Ball ausgekontert, überlaufen, Geschwindigkeitsdefizit, alles. Warum hält man immer wieder an den beiden fest, wenn man sieht, es funktioniert nicht? Und da müsste einfach mal gewechselt werden. Also, ja, auch nach vorne fehlt das Konzept, fehlen die Ideen. Ich habe immer das Gefühl, es geht nur darum, kommt mal irgendwann eine Flanke und Freistoß in Eckball und es gibt wieder Popfball, Tor. Aber wenn Poppy keinen Ball reinköpft, dann machen wir eben kein Tor. Und das ist auch so ideenlos. Auch da, es fehlt einfach der Input von außen, was zu ändern. Und wie gesagt, es fehlt total das Selbstvertrauen bei den Spielerinnen. Aber wenn du das eben, dieses Feuer nicht von außen reinkriegst in die Spielerin, dann kommt eben so ein blutleerer Auftritt. Also es muss personell einfach mal was geändert werden. Man muss mal mit einer ganz anderen Aufstellung antreten und wirklich die Spielerinnen, die seit Monaten formschwach sind, ausnehmen. Okay. Andere, wenn es nicht klappt, dann hat man wenigstens was probiert. Ja, bin ich absolut richtig. Und die Spielerinnen, die man mal reinbringt, kann man davon ausgehen, die werden sich den Arsch aufreißen, weil die wollen sich zeigen. Ja, und das ist, da ist ein ganz anderes Feuer aus der inneren Motivation schon mal vorhanden, weil die wollen sich ja zeigen, die wollen ja zeigen, hier, sorry, warum sitze ich seit Monaten auf der Bank und krieg meine Chance nicht. Und Thema Marina Hegering und Kathi Henrich muss ich jetzt nochmal auf das 4-0 bei uns im eigenen Stadion draufkommen. Da waren sie auch in der Innenverteidigung und haben beide grottenschlecht gespielt, ja, also und haben sich massiv überlaufen lassen. Und und jetzt komme ich wieder auf das Thema, ich habe da eine Sjöke Nüsken, die kann in der Abwehr spielen, das hat sie bei der Eintracht das ganze Jahr gemacht, unter der Prämisse nach dem Motto, dass sie dann ihre Chance in der Nationalmannschaft kriegt, weil sie Mittelfeld zu stark besetzt ist. Das war die Absprache mit dem Nico Arnautis. Was passiert? Sie spielt jetzt trotzdem nicht. Und eine Sophia Kleinhäll spielt jetzt wirklich auch eine super Saison in der Verteidigung, was bis jetzt gelaufen ist, auch in Champions League. Ich will auf der einen Seite, die jungen Spielerinnen brauchen Spielpraxis, sollen Erfahrung sammeln. Wenn es aber drauf ankommt, lasse ich sie auf der Bank sitzen. Mhm. Das funktioniert doch nicht. Also ich kann doch nicht den Nachwuchs entwickeln wollen, wenn ich ihm keine Spielzeiten gebe. Ja, natürlich geht das Spiel verloren, aber das Spiel geht doch auch gerade verloren, wenn die alten Hasen da stehen, weil sie zu langsam mittlerweile sind. Ja? Also das passt doch vorne und hinten nicht. Ja, wer kann diesen Umschwung denn bringen? Also mit Britta Karlsson haben wir jetzt jemanden gehabt, aber ich glaube, das war jemand, der vorher schon die Meinung vertreten hat, dass bestimmte Spielerinnen spielen und nicht spielen. Ne? Sah so aus zumindest. Ja, ich glaube, sie wollte der Martina nicht unbedingt in den Rücken fallen. In dem Sinne komplett andere Mannschaft. Ich meine, man hat ihr Statement gesehen, was sie auf Instagram gepostet hat, wo sie ganz klar sich genötigt gesehen hat, ein paar Dinge klarzustellen. Und ich glaube, das ist dem Thema geschuldet, wenn sie komplett anders aufgestellt hätte, hätte es wieder Diskussionen gegeben. Ja, also hat sie es bleiben gelassen, was aber im Sinne der Nationalmannschaft und des Spielziels und des Ergebnisses, was wir gebraucht hätten, einfach kontraproduktiv war. Also da hätte ich dann nicht mal drüber hinwegsetzen müssen. Also daran sieht man aber wieder, wie
ja, wie schwierig diese Strukturen sind, da, ich sag mal, sticht keine Krähe der anderen irgendwie das Auge aus, muss man höflich zu sagen. Und das ist nicht sehr förderlich für die Mannschaft. Ja, okay. Aber wie kriegen wir jetzt den psychologischen Effekt rein? Also gut, ich kann jetzt Spielerinnen auswechseln, aber trotzdem ist ja der Rest noch etwas belastet, ne? Jetzt haben wir eine Birgit Prinz dort als psychologische mentale Trainerin, aber da scheint auch wenig zu kommen, oder? Weil da ist doch das Hauptaugenmerk. Nee, aber die kann kein Wunder bewirken in wie vielen Tagen, ja? Also ich meine, um da was zu bewirken, brauchst du ja einen permanenten Kontakt, einen permanenten Mindset, einen permanenten Austausch. Ich glaube, das kriegst du gar nicht in der Form hin. Ich glaube, der Michael wollte was sagen. Da musst du ja in Einzelgesprächen. Ja. Ich glaube, dass die Birgit Prinz da schon die richtigen Worte finden wird. Die Frage ist, wie stimmt's in der Mannschaft? Wie viel Unzufriedene gibt's in der Mannschaft? Und wie groß ist die Bereitschaft zu kämpfen? Also ich spreche der Mannschaft den Willen und den Einsatz überhaupt nicht ab, aber das letzte bisschen fehlt. Und ich glaube schon, dass Poppy das ansprechen wird. Es waren wieder so 1, 2 Szenen, wo sie gegrätscht ist, wo sich die anderen hätten ein Beispiel nehmen können. Da erwarte ich aber auch von Lena Oberdorf ein bisschen mehr. Die war noch eine der Besseren im Spiel, aber so die richtige Dynamik, und da war diese eine technisch super Szene, was sie da gemacht hat, mit überm Ballübersteiger und so. Aber das ist ja insgesamt zu wenig, und es ist, wie Andreas gesagt hat, und das will nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier nur die schlechte Form von Bayern-Spielern erwähnen. Das geht für Wolfsburg natürlich ganz genauso. Eine Fili Rauch ist weit weg von der Form früherer Tage. Und diese Abwehr ist eigentlich eingespielt. Also es ist eigentlich nicht zu begreifen, dass Merle Froms und Marina Hegering sich da nicht einig werden beim 2:0. Und bei Marina Hegering ist es wirklich so wie bei der WM. Sie steht falsch, sie verpasst eine Flanke, da muss eine Spielerin in Zweikampf. Das war diesmal Feli Rauch. Da war sie nicht die geschickteste, ist aber auch sehr robust dann angegangen worden, aber im fairen Rahmen, denke ich. Und Ja, dann steht sie da allein, und der Rückpass von Julia Gwynn, mir hat's leid getan, dass ihr das passiert ist jetzt bei ihrer Rückkehr, dieser fatale Pass. Aber man hätte es ja noch verhindern können. Und die beiden müssten sich gut genug kennen, und so Dinge passieren, aber ja, wirklich im falschen Moment. Merle hat es gestern gesagt, das passt dann ins Gesamtbild. Und ich wehre mich auch so ein bisschen, ja, Martina Voss-Tecklenburg ist krank, aber wenn ich so an die Wirtschaft denke, bricht da alles zusammen, wenn der Chef mal nicht da ist. Also so ein bisschen einfach finde ich es dann auch, dass die Spielerinnen mit der Situation nicht klarkommen. Es ist sicherlich schwierig, weil die in die Zukunft denken. Aber sich jetzt für diese beiden Spiele, wo sie wussten, das wird jetzt Peter Carsten machen, zusammenzureißen, das wäre meiner Meinung nach möglich gewesen. Ich glaube, wir wissen vieles nicht, was da so im Hintergrund noch eine Rolle gespielt hat. Vielleicht war da schon mal irgendwas. Aber das sind alles Mutmaßungen. Andreas, was bisher gesagt worden ist, gerade im psychologischen Bereich, wenn ich psychisch irgendwo angeschlagen bin, mental nicht bereit, dann sind die Beine schwer, dann werde ich immer irgendwelche falschen Entscheidungen treffen. Das ist eigentlich ganz normal. Ging mir früher genauso. Und so laufen die im Augenblick auch rum, ne, die Mädels, ne? Ja, es fehlt halt auch es fehlen die Führungsspielerinnen auf dem Platz auch. Da ist ja nur die Alex Popp, die mit Leistung auch vorangeht. Aber die anderen, die eigentlich Führungsspielerinnen sein könnten, wir haben die Namen ja jetzt schon genannt. Da kommt nichts. Die gehen eben im Moment nicht mit Leistung voran und können nicht die anderen mitreißen. Die sind ja mit sich selber beschäftigt. Und die sind mit sich selber beschäftigt, klar. Ja, die merken ja auch, dass sie selber Probleme haben. Weil nicht umsonst ist Lina als Kapitänin zurückgetreten bei Bayern, weil sie weiß, sie muss sich mal auf sich selber konzentrieren können und kann nicht die anderen führen. Und in der Nationalmannschaft kann sie es auch nicht. Und das kann auch eine Marina Hegering nicht, die ja so viel Erfahrung hat. Die weiß ganz genau, dass so und so viele Gegentore auch auf ihre Kappe gehen als Abwehrchefin.
Und dann ist sie eben keine, wo die anderen dadurch mitreißt. Das ist das Problem. Und ja, und die ungeklärte Trainersituation. Und das ist alles eben so, es kommt ein Baustein zum anderen. Und bei Britta Karlsson habe ich eben auch das Gefühl, sie verwaltet im Moment nur. Sie verwaltet bis zu dem Moment, wenn entweder Marina Voss-Tecklenburg zurückkommt oder es eine andere Lösung gibt. Und dieses nur Verwalten, das geht schief. Und das wird auch am Dienstag schief gehen gegen Island, wenn nicht intern jetzt irgendwas passiert, von dem wir noch nicht wissen, dass es passiert. Aber ich habe im Moment größte Bedenken, dass eben einfach nur weiter verwaltet wird und die Spielerinnen wirklich auch wieder ohne jegliches Selbstvertrauen gegen eine isländische Mannschaft kommen, die selbstbewusst da reingeht, die 3 Punkte auf dem Konto hat und sagt, warum sollen wir nicht in Deutschland wenigstens 1 Punkt holen? Ja gut, also, die isländischen Spielerinnen spielen ja eine Menge in den europäischen Ligen und auch in den guten Ligen spielen bei höheren Mannschaften, Rosengård zum Beispiel, ne? Ja, also wie Bayern München, also das ist eine Mannschaft, die gespickt ist mit guten Spielerinnen und die dann auch gefährlich werden können, ne? Und gerade wenn unsere mental angeschlagen sind, ne? Aber jetzt noch was anderes. Was ändern wir denn an der Mannschaft? Was würden wir denn von unserer Seite aus jetzt tun, an der Mannschaft zu ändern? Jetzt haben wir schon ein paar Namen genannt. Wen würden wir denn reinnehmen? Wie würden wir denn die Viererkette zum Beispiel stellen? Also für mich persönlich, ich gebe mal was vor, Kleinherne, gut, Hendrik Hegering habe ich noch mit drin und Rauch. Ich würde nur eine Sache austauschen, damit nicht zu viel da durcheinander geht. Ich würde sogar die Gwynn ins Mittelfeld stellen. Also, bitte? Nee, also eine den Gegner so ein bisschen vor andere Lösungsaufgaben zu stellen. Weil die Julia Gwynn gezeigt hat, dass die immer ganz gerne in der Offensive reingeht und auch in die Mitte reinzieht, ne? Was würdet ihr machen? Ja, aber die ist noch im Aufbau. Also mit Julia Gwynn würde ich jetzt erstmal nicht ins Mittelfeld reinziehen. Die würde ich noch da in ihrer Position lassen, wo sie im Moment immer spielt. Ja, ich würde definitiv eine kleinere reinnehmen. Ich würde tatsächlich auch mal eine Sökenistin ins Mittelfeld reinstellen. Also ja, habe ich auch. Begnadete Mittelfeldspielerin ist und und ich würde auch mal eine Laura Freigang spielen lassen. Okay. Definitiv. Also die spielt in Frankfurt auch relativ unauffällig immer, aber die ist so wichtig für das gesamte Spiel, weil sie die Bälle verteilt, weil sie die gesamte Spielstabilität reingibt. Ja, die macht zwar nicht mehr die vielen Tore, die sie vielleicht noch vor 2 Jahren gemacht hat, wo sie mehr wirklich Stürmerin war, weil sie ist einfach wichtig für eine Achse und verteilt die Bälle gut und sie zieht halt auch Spielerinnen auf sich. Die Sölke, wo würden wir die denn hinstellen? Also ich würde sie diesmal in die Innenverteidigung stellen. Ich habe lange überlegt, sollte man für dieses Spiel Hendrich und Hegering eine letzte Chance geben? Ich meine dann letztlich doch nein. Kathi Henrich ist vielleicht die noch leicht bessere im Moment, also Hendrich und Nüsken in der Innenverteidigung. Okay. Julia Gwynn und Sophia Kleinherne als Außenverteidiger. Im Mittelfeld Ubi drin lassen und dann Freigang und Pop zurückgezogen und vorne mit Brandt auf links. Das ist nämlich eigentlich ihre Position mit Schüller und dann brauchen wir noch jemanden für rechts. Weiß nicht, Linda Dallmann oder man... Was ist mit Lohmann? Du hast Lohmann vergessen. Ja, Lohmann hat nicht überzeugt in Dänemark, aber der traue ich immer noch so ein bisschen Druck und Schwung zu. Ich sehe überhaupt den deutschen Frauenfußball auf der Rechtsaußenposition. Wenn Svenja Huth aufhört, sehe ich nicht so die Spielerin. Tabea Sellner wird Mutter und viele Hoffenheim hat Ausländerinnen auf der Position und da weiß ich nicht so richtig, wie man das lösen soll. Aber das ist langfristig, ne? Also das wäre so vielleicht meine Mannschaft und Froms drin lassen. Man kann jetzt nicht auch noch auf der Torhüterposition eine neue Baustelle aufmachen, weil ihr das Tor jetzt angekreidet wurde oder 2 schlechte Abschläge. Also die sollte drin bleiben. Ja, sicher. Andreas?
Ja, also in der Torhüterposition haben wir die geringsten Sorgen. Ja, Also sicher. eine Innenverteidigung ist Nüsken Kleinherne und ich würde die Außenverteidigung mit Quinn und Rauch lassen, also Feli Rauch nochmal eine Chance geben. Bei mir würde ein Vierer-Mittelfeld spielen mit Obi, mit Sid Lohmann, mit Laura Freigang und als vorderste Mittelfeldspielerin die Alex Popp und nur zwei im Sturm, die Julie Brandt und die Lea Schüller. Wen hast du in der Viererkette? Meine Abwehrkette ist Quinn, Nüsken, Kleinherne, Rauch. Ja. Quinn in der Innenverteidigung? Nein, außen. Außen, okay. Kleinherne dann in der Innenverteidigung. Dann habe ich immer noch die Möglichkeit, kann defensiv wechseln, indem Sarai Linder, Chantal Hagel oder Lena Lattwein im Mittelfeld. Ich kann offensiv wechseln mit Linda Dallmann, für die ein Startelf-Einsatz meiner Ansicht nach zu früh kommt, weil sie gerade erst zurück ist aus der Verletzung und erste Minuten bei Bayern sammelt. Aber einwechseln kann man sie. Aber so würde ich jetzt mal beginnen. Ja, okay. Kein Thema. Okay. Ja, mit Sidney Lohmann, da sind wir so ein bisschen sind wir ein bisschen gegeneinander geraten. Sidney Lohmann, keine große Chance bei dir, Michael? Hab ich nicht gesagt. Also sie hat nicht gut gespielt in Dänemark, aber sie ist immer jemand, der Dynamik bringen kann. Ich würde sie durchaus sehen. Chantal Hagel im Mittelfeld könnte man auch sehen. Die aktuelle Form weiß ich nicht so recht, wie sie ist. Erste Bundesligaspiel und so. Und wir brauchen hinten jemanden, wenn ich an Svein des Jonsdott hier das Tempo denke. Also da wird mir hinten dann ein bisschen Die spielt nicht. Die spielt nicht. Die wird nicht spielen. Nee, die ist verletzt. Ja, die ist verletzt. Okay. Kommt uns entgegen. Ja. Okay, nee, die ist verletzt. Die fällt am Wochenende wahrscheinlich auch aus. Also für morgen auf alle Fälle wohl, aber für das Wochenende wohl auch. Ja. Okay, also Oberdorf drinnen. Jetzt kann ich das nicht bewegen, schade. Okay. Also den Oberndorf würde ich auf jeden Fall drin lassen. Ich meine, die brauchst du hinten als Staubsauger. Ja, natürlich brauchst du den noch. Da brauchen wir nicht, da kommt eine Lena Lattwein nicht dran. Muss man ganz klar sagen. Also, ich bin sowieso kein Lena Lattwein-Fan, aber das ist ein anderes Thema. Also ich finde sie persönlich, finde sie nicht so gut, aber das ist meine Meinung. Man darf natürlich auch nicht zu viel auseinanderreißen, das dürfen wir nicht vergessen. Wir reden hier das ganz einfach weg. Wenn wir da das ganze System zerreißen, dann ist das auch nicht gerade förderlich, ne? Ja, aber dann muss ich mir halt auch mal überlegen, dass ich mir irgendwie eine zweite Elf aufbaue. Wenn ich die aber nicht spielen lasse, wie soll es denn dann funktionieren? Also absolut. Ja, also das ist, wo ich immer wieder denke, ich möchte auf der anderen Seite Flexibilität haben, aber ich stelle immer die gleichen, 9, 10 Leute auf und tausche gerade eine Position aus. Wie soll dann der Rest Erfahrung kriegen und internationale Erfahrung kriegen? So, und dann werden sie irgendwann in Freundschaftsspielen wieder reingestellt und dann funktioniert irgendwas nicht, dann werden sie wieder niedergemacht. Also das passt für mich einfach nicht. Nein, du hast da vollkommen recht, ja. Das ist, also eine Sid Lohmann zum Beispiel finde ich als Spielerin super toll, aber sie ist auch extrem schwankend in ihren Leistungen, finde ich. Also kann Andreas noch ein bisschen besser beurteilen, weil das wahrscheinlich noch ein bisschen näher betrachtet, aber da würde ich mir halt auch ein bisschen mehr Kontinuität und irgendwie mehr Stabilität irgendwie wünschen. Da habe ich auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie so immer auf einem Level ist. Die hat mal herausragende Spiele und dann habe ich immer das Gefühl, sie ist wieder auch bei München irgendwie 3 Spiele läuft sie wieder unterm Radar. Also das ist zumindest mal meine Wahrnehmung. Andreas, auch deine Meinung? Ich finde, sie hat ja in der Nationalmannschaft noch nie wirklich eine Chance bekommen. Also mal 20 Minuten, mal 10 Minuten. Und da hat man immer gesehen, Dynamik und alles, sie bringt Schwung rein. Sie hat immer viel Lob erhalten hinterher für diese 20 Minuten Einsätze. Ja. Deswegen
Also ich halte sehr viel von ihr und ich würde ihr einfach mal die Chance geben, jetzt über längere Strecken auch in der Nationalmannschaft das zu zeigen. Und Klaus, wenn du sagst, wir können nicht alles umwerfen, machen wir ja nicht. Und es sind ja nicht, wir würfeln ja nicht wild durcheinander jetzt 11 Spielerinnen so zusammengewürfelt, sondern wenn ich jetzt die Aufstellung, die ich genannt habe, anschaue, also Schöke Nüsken und Sophia Kleinhanne haben letztes Jahr zusammengespielt. Und eine Laura Freigang im Mittelfeld, die kennen sich, das ist eine Achse. Oder Julia Gwynn, Sid Lohmann, Lea Schüller, die kennen sich auch das ist eine Achse. Auch die Wolfsburgerin, Feli Rauch, Lena Oberdorf, Alex Popp, Jule Brandt, das sind ja alle Spielerinnen, die sich gut kennen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir haben jetzt mal Augen zugemacht und den Würfel Nein, entscheiden. das war doch keine Kritik. Das war ja, du hast das jetzt finde wieder schon, missverstanden. Das ist nur, wir müssen freudig sein, dass wir das nicht, ja, das ganze System auseinanderreißen. ganz Ja, klar. aber auf der, Ne? Wir haben uns schon was dabei gedacht mit unseren Ideen, die wir jetzt einbringen. Aber selbstverständlich. Weil wir- Deswegen wir habe ich mir auch was gedacht mit Julia Gwynn im Mittelfeld. Ich bin ja auch nicht auf dem, wir sind ein paar von, weiß ich nicht, 40 Millionen Bundestrainern, die auch über die Frauenmannschaft befinden wollen. Also natürlich, was ich immer sage, wir sehen die Spielerinnen ja nicht täglich im Training. Deswegen, wir können ja nur als Außenstehende, als Fans oder der Michael noch als Journalist unsere Meinung einbringen. Aber wir erheben jetzt den Anspruch, wir wissen jetzt alles besser. Also ich bestimmt nicht. Ich sage das, was ich sehe als Fan und meine Ideen oder meine Einschätzung dazu. Aber das bitte. War ja auch das war ja auch so gefragt. Das war ja auch so gefragt, Andreas. Ich habe nur, weil wir jetzt alle möglichen Positionen da irgendwo gewechselt haben, wir müssen aufpassen, dass wir nicht das ganze System verreißen. ja, aber auf der anderen Seite, das sind so hochqualifizierte Spielerinnen, sage ich dir ganz ehrlich. Da erwarte ich schon eine gewisse Spielverständnis, zumal sie, wie gesagt, sich über Jahre ja schon auch viele Jahre aus den Jugend-U-Nationalmannschaften kennen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die sich jetzt erst in der A-Nazio kennengelernt haben, sondern viele spielen seit der U15, U17 immer wieder zusammen die großen Turniere. Jetzt in den Mannschaften, teilweise haben sie in den Mannschaften aber auch zusammengespielt, bevor sie da gewechselt sind. Also es ist ja nicht so, dass die sich nicht kennen aus Trainingsgegebenheiten und so weiter und so fort. Und meine Erwartungshaltung ist eigentlich schon, dass je nachdem, was da für eine Taktik vorgegeben ist, dass du dann eigentlich, egal wen du da hinstellst, dass derjenige auch die Taktik irgendwie umsetzen kann und die Laufwege der Kollegin kennt. Ja. Okay. Nur so wie es im Moment läuft. Ja, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, wenn die Frankfurter Spielerinnen wieder nicht eingesetzt werden, dann können sie eigentlich auch langsam zu Hause bleiben, weil dann können sie sich diesen ja, was weiß ich, Ausflug ersparen und bleiben lieber zu Hause und trainieren für die Bundesliga und für die Champions League, dass ein gescheites Training stattfinden kann. Also das muss ich leider dann so mal ganz klar sagen. Bin ich absolut d'accord. Bin ich absolut d'accord. Weil damit motiviere ich ja auch keine Spielerin. Also was mache ich da? Das ist doch auch demotivierend, dass du jedes Mal anreisen darfst und darfst trainieren. Und wenn es dann ums Spielen geht, sitzt du auf der Bank und kommst noch nicht mal, was weiß ich, in Minute 60 rein. Naja, heute habe ich zum Beispiel gelesen, einen Bericht als DJ-Clown, ne? Laura Freigang. Das finde ich natürlich schon absolut abwertend als Berichterstatter oder Artikelschreiber. Aber ja, so kommt es natürlich dann auch rüber, ne? So macht man auch Spielerinnen kaputt, ne? Sollte man aber auf keinen Fall schreiben, ne? Nein, das darf man nicht schreiben, ne? Das ist kein Journalismus, das ist einfach respektlos. Punkt. Die Spielerinnen können nichts dafür. Nein. Ja, und das ist einfach respektlos den Spielerinnen gegenüber. Gut, okay. Wie gesagt, jeder kann hier sagen, was er möchte. Also keine Frage. Ich wollte damit nur sagen, dass wir jetzt nicht das ganze System dann zerfleddern. Wer kann es denn umsetzen? Und da kommen wir vielleicht auf die Sache mit einer Nachfolge. Brauchen wir eine Nachfolge für Martina Voss-Tecklenburg?
Ist der Gedanke jetzt irgendwie vielleicht falsche Richtung oder tun wir ihr Unrecht? Ja, das Problem ist, dass die WM-Aufarbeitung nicht stattfinden kann oder nicht stattfinden soll ohne sie. Das ist natürlich insofern schwierig, weil man nicht weiß, wie lange das dauert. Die wird nicht in 4 Wochen wieder gesund sein und meiner Meinung nach kann man damit gar nicht viel länger warten. Das ist das Problem. Andererseits hat sie natürlich, ja, Vertragsschutz, Gesundheitsschutz. Also man kann sie jetzt nicht einfach wegen der Krankheit entlassen. Trotzdem glaube ich, dass ein Neuanfang am sinnvollsten wäre. Es ist offenbar zu viel passiert in Australien und das System scheint nicht mehr zu funktionieren. Es gibt unzufriedene Spielerinnen. Es gab Kritik am Quartier, was Martina Voss-Tecklenburg zu verantworten hat. Und ich denke, dass ein Neuanfang besser wäre. Britta Carlsen will es nicht machen. Ich halte sie offen gesagt auch nicht für geeignet als Bundestrainerin. Und zwar nicht unbedingt fachlich, das will ich gar nicht beurteilen, sondern das ist keine, die ja anfeuern, die einpeitschen kann. Das ist mir alles viel zu ruhig. Und deshalb würde ich sagen, Neuanfang. Wenn das Spiel morgen. Wer peitscht denn da nochmal rein? Also Felix Magath? Nein, ich plädiere, auch wenn ich dann jetzt gleich wieder Posts kriege, ich plädiere durchaus für eine Frau, sowohl als Sportdirektorin und auch als Bundestrainerin. Und zwar nicht wegen Quote, sondern Horst Hrubesch hat das gut gemacht. Das war ein Vater und aber der ist 73 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt nochmal zurückholen sollte für eine Entwicklung. Wenn das Spiel morgen verloren geht, dann ist Olympia so gut wie erledigt. Dann kann man mit dem Neuaufbau für 2025 anfangen und dann eben komplett neue Sportdirektorin, neue Bundestrainerin, neue Co-Trainerin. Also wenn wir Frauen fordern, dann wissen wir, dass wir das Totschlagargument bekommen mit der Quote. Völliger Quark. Das ist ein Frauenfußball. Der wird von unseren Frauen, wird der gespielt. Die brauchen weibliche Unterstützung, die brauchen weibliche Fürsprache. Und das funktioniert meines Erachtens besser, als wenn es unbedingt ein Kerl macht. Ausnahme war der Horst Hrubesch, der als Vaterfigur da vorangegangen ist. Aber ja, wobei ich aber glaube, dass wenn wir über ein Trainerduo sprechen, Trainerin, Co-Trainerin, wäre ich sehr dafür, dass es eine Kombination aus Mann und Frau wird, weil ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema, als wenn du zu viele Frauen hast. Also du brauchst schon, finde ich, und da komme ich jetzt auch wieder aus meinen Erfahrungen, aus meinem Job, es ist einfach so, du hast da schon 23 Mädels aufeinander hocken, du hast eine Psychologin aufeinander hocken, ich finde schon, dass es wichtig ist, dass da auch eine männliche Komponente mit dabei ist, die das ein oder andere auch mal ein bisschen anders sieht, vielleicht auch mal anders anspricht. Und deswegen, ja, gerne eine Bundestrainerin, aber dann bitte gerne auch mal einen Co-Trainer dabei, der vielleicht auch das ein oder andere ein bisschen anders betrachtet. Hast du da irgendwie Gedanken? Nee. Dafür bin ich zu weit weg. Wer das qualitativ machen könnte, weiß ich jetzt nicht, wer da auch Interesse dran hätte. Es muss ja auch jemand sein, der diese Aufgabe auch mit Freude annimmt und da was bewirken will. Ja, okay, guter Gedanke. Andreas? Ja, da haben wir genau das Problem. Ich kann nämlich auch keinen Namen liefern. Und, Namen muss er nicht. So schön und gut, wie das klingt, ja, freilich eine Bundestrainerin wäre schön, aber schauen wir mal auf die EM. Ich glaube, unter den letzten 8 Nationen, Viertelfinale, war nur Sarina Wiegmann als Trainerin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, ja, die Top-Trainerinnen, die sind dünn gesät. Also, mir fällt jetzt so spontan eben auch kein Name ein. Wenn man auf die Schweiz schaut, die Inka Grings hat ja auch Probleme. Da knirscht es also ganz gewaltig und
Und ja, wo sind sonst die Top-Trainerinnen? Hege Riese hat sowohl in England als auch in Norwegen auf Deutsch gesagt einen schlechten Job als Nationaltrainerin gemacht. Also mir fällt auch so international jetzt nicht der Name einer, der sagt, die muss es werden. Leider. Ich würde jetzt gern hier einen Namen beisteuern, aber schwierig. Nee, du musst keinen Namen beisteuern. Das ist ja Also ich glaube, wenn wir 10 Jahre weiter sind, dann werden wir vielleicht schon ein paar mehr Trainerinnen noch haben, auf die wir zurückgreifen können. Das entwickelt sich gerade, das muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, in 10 Jahren sieht das um einiges anders aus. Da werden wir mehr Trainerinnen haben, auch mehr Auswahl an Trainerinnen, die qualifiziert sind. Das eine ist ja die, ich sag mal, fachliche Qualifikation, was Spielverständnis, Taktikverständnis angeht und was da alles dazugehört, um, ich sag mal, das auf den nächsten Level zu bringen. Was aber in so einem Thema ja viel wichtiger ist, ist ja diese Ansprache. Du musst ja da 23 Spitzenspielerinnen irgendwie bei Laune halten und musst aus denen ein gescheites Team formen. Und das ist die größere Herausforderung. Und da brauchst du eigentlich jemanden, der extrem kommunikativ ist. Und eigentlich ist das eine Martina Voss-Tecklenburg. Sie ist kommunikativ, aber ich glaube schon, dass es auch ein kleiner Sturkopf ist. Ja gut, hat man ja gesehen. Das ist dann kontraproduktiv. Ja, also das passt halt nicht, ja. Also du musst halt irgendwie so dieses Gesamtheitliche. Und auf der anderen Seite muss es aber auch jemand sein, den die Spielerinnen respektieren. Ne? Siehe jetzt die Schweiz mit Inka Krings, die weiß Gott eine gute Spielerin war und ist und da, wo sie als Trainerin war, eigentlich auch immer gut performt hat. Die beißt sich im Moment an ihren altgedienten Schweizerinnen auch gerade die Zähne aus, die der Meinung sind, sie müssten der Trainerin jetzt erzählen, wie der Hase läuft. Und das ist, also ich meine, gut, da muss ich mich halt auch wieder fragen, als Spielerin muss ich mich dann so anstellen. Ja, also das ist so ein bisschen... Ja, das ist eine schwierige Sache, das ist mir schon klar. So, jetzt werde ich mir den Michael zum Feind machen und auch die Natascha. Ich sage einfach Fritzi Kromp und Julia Simic, und zwar aus folgendem Grunde, weil sie den Nachwuchs kennen, weil man langfristig, mittelfristig mit denen planen kann, dass sie den Umschwung schaffen, kurzfristig, aber auch langfristig den Umbruch einleiten können. Die kennen die Internas, das ist jetzt wieder Michael wahrscheinlich zuwider, aber ich glaube, das wäre die Lösung, die am unkompliziertesten ist, es sei denn, Frankfurt sagt nein. Frankfurt sagt nein, die haben sie gerade erst geholt, um die komplette Jugendarbeit von links nach rechts zu drehen und dort den Unterbau aufzubauen, damit in Zukunft aus der Jugend immer die erste Mannschaft befüttert wird und so weiter und so fort, weil das Frankfurter Konzept ist halt nicht wie Wolfsburg Leute zuzukaufen. Die kaufen vielleicht mal 1, 2 Leute dazu, ja, aber die wollen eigentlich aus der eigenen Jugend die Leute hochziehen. Und ich gebe dir recht, Fritzi Kromp hat mit Sicherheit die Qualitäten, eine Nationalmannschaft zu trainieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das jetzt schon kann, weil sie bis jetzt nur Jugend trainiert hat. Sie ist, glaube ich, fachlich steht sie außer Frage. Sie macht die ganzen Trainerfortbildungen, auch an der Akademie und allem drum und dran. Ich glaube, sie ist explizit da als Fachfrau hoch angesehen auf allen Ebenen. Ich glaube aber, dass sie erstmal eine Bundesligamannschaft trainieren muss, also eine aktive Mannschaft trainieren muss und das erstmal machen, bevor du eine Nationalmannschaft trainieren kannst. Also das passt für mich nicht. Also aus dem Jugendbereich jemanden zu nehmen direkt in die aktiven, das ist für mich der falsche Weg. Okay. Unabhängig davon, dass ich sie aus Frankfurt auch nicht weggeben lassen würde im Moment. Ja gut, kostet ja Geld dann, ne? Michael. Ja, Natascha spricht mir nahezu aus der Seele. Fritzi Kromp und Julia Simic sind zwei tolle Trainerinnen, aber die sind in Frankfurt in der zweiten Mannschaft derzeit sehr gut aufgehoben. Mhm. Die müssen noch Erfahrungen sammeln. Ich würde nach Julia Simic zum Beispiel, wie ich die im Interview schon erlebt habe, wie
wie die begeistern und mitreißen kann, würde ich das durchaus zutrauen. Ja, aber nein, ich bin voll dagegen und ich bin überhaupt dagegen, jemanden innerhalb des DFBs zu nehmen. Ich möchte endlich mal jemanden von außen haben, der nicht die Abläufe kennt, der nicht die Abläufe so machen muss, wie es der Verband gerne hätte, der seine eigenen Ideen hat, der sich schon die Hörner abgestoßen hat, internationale Erfahrung hat, und es darf auch gern ein nicht-deutscher Trainer sein. Mir fallen die Namen jetzt auch schwer. Sarina Wiegmann wird nicht zu bekommen sein, vermute ich mal. Insofern, ja, Gibt der Andreas nicht frei. Pia Sundhage ist natürlich wahnsinnig erfolgreich, wahnsinnig viel rumgekommen, ist möglicherweise auch zu haben. Das will ich aber nicht bewerten, ob sie die richtige wäre, aber mal so ein richtiger Taktikfuchs, der während des Spiels auch auf Abläufe reagieren kann. Das fehlt ja auch im Männerfußball. Also Hansi Flick konnte taktisch sehr wenig. Und ich hätte auch da einen ausländischen Trainer genommen bei den Männern, aber Okay. das ist nicht unser Thema. Nein, niemand vom DFB, niemand von unten befördern und Kompetenz von außen holen. Viele andere Sportarten zeigen das, Basketball, Handball, die mit ausländischen Trainern Weltmeister geworden sind. Okay, alles klar. Andreas? Ja, wie gesagt, da ich keine Namen liefern kann, Nein, das ist ja nicht schlimm. kann ich mich an der Diskussion jetzt auch nicht weiter beteiligen. Ja, Impuls von außen, vom Ausland wäre toll, aber ja, woher nehmen und aus dem Hut zaubern und mit der Trainerin, wie schon gesagt, auch international sind die nicht so weit gesät. Und wenn wir in der Bundesliga schauen, München, Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim, alles Männer als Trainer. Also das ist auch, ja, es wird kommen, aber das braucht noch, aber wir können keine 5 oder 10 Jahre warten, bis die Trainerinnen da zuhauf zur Auswahl stehen. Leider ist das schwierig und ja, nee, ich halte mich aus der Namensdiskussion raus, weil ich nicht den Namen hier aus dem Hut zaubern kann. Sorry. Aber ist ja nicht das schlimm. Ja? Ja, aber Ausland wäre definitiv, glaube ich, gut. Und ich glaube auch, dass es in Skandinavien gute Trainer gibt. Sieht man jetzt in München auch. Also ich würde mir schon auch wünschen, dass man vielleicht mal jemanden aus dem Ausland holt, der einfach auch mal andere Trainererfahrungen, andere Einblicke hat, der auch aus einem anderen Kulturkreis kommt und einfach auch vielleicht mal anders mit der Mannschaft umgeht. Weil, wenn du aus einem anderen Land kommst, aus einem anderen Kulturkreis kommst, gehst du ja auch anders um mit deinen Spielerinnen. Und ich glaube, dass das vielleicht auch mal hilft, wenn da mal jemand mit einem anderen Blickwinkel einfach auch draufkommt. Jemand hat Colin Bell erwähnt. Der ist aber auch schon, finde ich, also ich will das jetzt nicht böse klingen sagen, zu alt, aber das ist so auch jemand, ja, in Frankfurt Taktikfuchs, das definitiv hat viel Gutes gemacht. Ich würde mir halt jemanden wünschen, der irgendwie so, was weiß ich, Mitte 40, Ende 40, Anfang, also der einfach da nochmal so einen anderen reinbringt. Also das wäre so mein Wunsch. Ja, okay, alles klar. Gut, können wir das beenden hier an dieser Stelle mit der Trainerdiskussion? Ja. Wir können es ja eh nicht lösen. Wir können nur sagen, was wir ganz gerne möchten. Wenn sich keiner findet, machen das Michael und ich. Wir krabbeln uns dann um die taktische Aufstellung. Mach ihr das mal. Ihr beide machen das dann, Michael. Ja. Nein, Natascha für Deutschland. Muss ich erst mal mit meinem Arbeitgeber verhandeln, ob die mich da rauslassen, glaube ich. Ja, vielleicht sind sie ja froh, man weiß es doch nicht. Natascha. Kann ich dir am 4. Oktober sagen. Ach, mach keinen Scheiß. Echt? Ja, dann bin ich wieder am Arbeiten, dann weiß ich, Ach so, ich dachte, da steht irgendwas in. Okay, alles klar. Lass uns weitergehen. Haken wir die Diskussion mit der Nationalmannschaft bitte ab.
Ganz kurz vielleicht in die Bundesliga reinschauen. Zweite Liga lassen wir außen vor. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir haben ja am Freitag das Spiel RB Leipzig gegen Essen. RB Leipzig mit einer Niederlage gestartet. Essen mit einer Überraschung gegen Frankfurt. Was denkt ihr? Kann Essen die Leistung bestätigen, beziehungsweise das mit dem Sieg? Naja, es ist für RB ein Heimspiel. Also ich glaube, die wollen zu Hause schon die Punkte mitnehmen. Ich glaube, es wird für Essen sehr schwer. Ich denke mal, es geht so 2-1 für RB aus. Das ist meine Vermutung. Okay, noch jemand eine Meinung? Okay, dann Leverkusen gegen Nürnberg. Nürnberg gegen Werder ja quasi untergegangen. Viele Verletzte auch. Leverkusen. Klare Sache, Leverkusen. Ja, okay. Sehe ich auch so, ja. Bremen-Hoffenheim, da schätze ich mal, damit der Michael was zu sagen können. Bremen-Hoffenheim, Bremen ja nun 5-1 gewonnen. Ja, es ist das Topspiel, Zweiter gegen Erster. Hoffenheim hat ganz knapp gewonnen gegen Duisburg. Ja, nur 9-0, ja. Wird schwer. Wird schwer, Ja. aber ich hoffe auf ein 1-0. Frankfurt gegen Wolfsburg. Andreas, was denkst du? Frankfurt gegen Wolfsburg. Frankfurt verloren gegen Essen. Wiedergutmachung gegen Wolfsburg. Ach, jetzt ist er weg. Nee, Andreas, hast du mich verstanden? Nein, meine Verbindung ist kurz gewesen. Jetzt höre ich dich wieder. Kein Problem. Frankfurt gegen Wolfsburg. Frankfurt hat 2-0 gewonnen gegen Frankfurt hat verloren gegen Essen. Verloren gegen Essen. Ist das jetzt eine Wiedergutmachung vielleicht möglich? Oder ist eine Wiedergutmachung möglich gegen Wolfsburg? Also die Frankfurter stehen jetzt unter Druck. Ne? Sie dürfen im Grunde genommen gegen Wolfsburg nicht verlieren, sonst ist die Spitze 6 Punkte weg, vielleicht Hoffenheim auch 6 Punkte weg, an denen sie sich orientieren. Also ja, mal sehen. Und Wolfsburg hat sicherlich was gut zu machen in Frankfurt. Das 0-4 schmerzt wahrscheinlich immer noch aus der Rückrunde. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Mal sehen. Könnte man unentschieden vielleicht vorstellen. Aber also okay. Druck hat sich Frankfurt mehr wie Wolfsburg. Ja, das dürfte so sein. Duisburg mit dem Rücken an der Wand schon gegen Freiburg. Freiburg gewonnen, unentschieden gegen Bayern München. Freiburg kann schon ein bisschen locker dann aufspielen, vielleicht in Duisburg. Michael, du hast Duisburg. Wenn die ihre Abwehr in den Griff kriegen und der Thomas Gerstner die knallharte Analyse gemacht hat, die er versprochen hat, dann können sie einen Punkt holen, aber ich glaube, dass Freiburg gewinnt. Okay, Natascha, Entschuldigung, hat dir das Wort abgedreht? Ja, alles gut. Ich glaube auch, dass Freiburg gewinnt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich in Duisburg Andreas? Was abnehmen lassen. Andreas, denkst du da? Okay, so, Bayern München gegen Köln. Andreas, 2-2, Bayern München gegen Freiburg. Köln hat gewonnen gegen Leipzig. Genau. Köln kommt mit Selbstvertrauen, hat überhaupt nichts zu verlieren am Montag. Wenn die einen Punkt mitnehmen, dann werden die das wie einen Sieg feiern. Und für München gilt, im schlimmsten Fall treten die am Montagabend mit 5 Punkten Rückstand auf Wolfsburg in das Spiel gegen Köln an. Wenn nämlich Wolfsburg gewinnt, ne, am Wochenende. Also ja, Bayern muss das Heimspiel gegen Köln gewinnen, ist natürlich Favorit, hat natürlich den besseren Kader, qualitativ deutlich besser besetzt auf allen Positionen. Und normalerweise gibt's einen Heimsieg für Bayern. Aber wie gesagt, Konstellation, Köln kommt mit Selbstvertrauen, hat nichts zu verlieren, könnte bei einem Unentschieden ja die Heimfahrt durchfeiern. Okay. Andreas, jetzt bist du schon am Mikrofon. Jetzt möchten wir zum Schluss der Sendung noch nicht die Champions League, die ich vorhin angesprochen hatte, mal besprechen, sondern die Women's Soccer League aus England. Da ist ja der Auftakt und da sind ja einige Spiele schon ganz gut ausverkauft, ne? Oder wie soll, ja, doch, ausverkauft, kann man sagen, ne? Gerade Arsenal. Ich freue mich wahnsinnig auf das Wochenende. Ich werde in London sein beim ersten Spiel von Arsenal. Die
WSL eröffnet mit dem Spiel Aston Villa gegen Man United. Fünfter gegen Zweiter aus der Vorsaison im Villa Park im großen Stadion. Das ist schon mal ein erstes Topspiel. Dann geht's weiter eben mit Arsenal gegen Liverpool im Emirates Stadion. Stand gestern waren 47.000 Tickets verkauft. Wir hoffen auf wenigstens 50.000. Und Chelsea gegen Tottenham in der Stamford Bridge, auch im großen Stadion, war letzte Saison ausverkauft mit knapp über 40.000. Wie ich höre, geht der Vorverkauf ein bisschen schleppend, weil Chelsea die Preise so drastisch erhöht hat. Die verlangen 50 Pfund für ein Ticket. Das ist für einen Frauenfußball gedrückt. Und deswegen haben sie noch nicht so viel Tickets verkauft. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch reagiert wird. Aber trotzdem, das sind 3 Top-Spiele in großen Stadien. Und ich sag mal, die Hoffnung, die wir englischen Fußballfans haben, ist, dass man vielleicht am ersten Spieltag schon die 100.000 Zuschauermarke erreicht. Wenn Arsenal gegen Liverpool 50.000 schon mal beitragen kann. Also das wäre schon toll. Und ja, die Begeisterung, die Vorfreude ist riesig vor dieser Saison. Okay. Was haben denn die Tickets vorher gekostet? Also bei Chelsea, weißt du das? Also ich finde das schon heftig, 50 Pfund da jetzt drauf zu knallen. Also das ist schon, also wenn du da als Familie hingehst, kannst du das schon wieder, weißt du, da Thema ist erledigt. Ist zu viel. Im großen Stadion, ich glaube 24, 25 Pfund letztes Jahr. Und sie haben ja auch im Vorfeld Mails verschickt an alle, die schon mal Tickets gekauft haben und um Verständnis gebeten, dass man eben die Preise erhöht. Aber das finde ich einfach zu drastisch erhöht. Und die Folge ist, wie gesagt, so wie es bei mir angekommen ist, der Vorverkauf bei Chelsea ist eher schleppend. Ja, 50 Pfund sind umgerechnet wie viel? Ich habe es nicht. Naja, es ist das Doppelte von dem, was sie letztes Jahr gemacht haben. Also ganz ehrlich, aber das ist das Doppelte von dem, was sie letztes Jahr genommen haben. Das ist einfach eine Frechheit. Ja. Wahnsinn, ne? Wenn du da als Familie hingehst, sorry, aber es ist ein Unterschied, ob ich, ich überspitze das jetzt mal, 100 Euro bezahlst oder ob du auf einmal 200 Euro nur für die Tickets bezahlen musst. Da hast du dir noch kein Bier, noch kein Getränk gegönnt, noch nichts zu essen gegönnt oder sonst irgendwas. Wer soll sich das denn leisten können? Ja. Wahnsinn, ne? Ins Emirates Spiel Arsenal-Liverpool kannst du für 20 bis 25 Pfund gehen. Und ja, wie gesagt, wir haben auch schon 47.000 Tickets verkauft. Ja, also den Schuss haben sie sich, glaube ich, selbst gesetzt. Mhm. Ja. Also gut, wenn ich mir angucke, was die Tickets jetzt bei der Eintracht im großen Stadion für die Frauen kosten, und die machen auch wieder fleißig die Werbetrommel und so weiter, das ist alles im humanen Rahmen, sag ich jetzt mal, ja. Also will ja Leute reinkriegen. Ja. Okay, hast du dazu alles gesagt, was du sagen möchtest? Sind Spielerinnen wieder fit, die vorher verletzt waren? Weißt du nicht. Das wird wohl noch dauern, aber auf jeden Fall hat sich halt arg viel getan wieder. Und also Chelsea ist für mich wieder der Meisterschaftsfavorit, wie man so schön sagt, the team to beat. Sie haben zwar 2 Topspielerinnen verloren, aber wenn man sieht, wen die sich alles wieder geholt haben. Man United hat allein am letzten Tag des Transferfensters am Deadline Day nochmal 4 Spielerinnen verpflichtet. Aston Villa hat unheimlich zugelegt. Man City hat zwar fast nichts getan, aber die haben die größte Summe ausgegeben, nämlich 400.000, Euro für die Jill Roord. Also es hat sich am Transfermarkt wieder sehr, sehr viel getan. Und wie gesagt, die Vorfreude so im Umfeld der englischen Fans ist riesig. Und ich werde im Emirates sitzen und hoffentlich ein tolles Spiel sehen. Gut, da wünschen wir dir viel Spaß bei und viele Tore für die richtige Mannschaft. Ja. Ich möchte ganz kurz erwähnen, für die es nicht wissen, alle Länderspiele der DFB-Frauen im Zeitraum von 2023 bis 2027 werden jetzt im ARD und ZDF gezeigt, und weil die neuen Übertragungsrechte erworben haben. Das Rechtepaket umfasst auch Spiele der neuen Nations League sowie Qualifikations- und Vorbereitungsspiele für die Euro 25 und die WM 27. Ich glaube, das ist eine ganz erfreuliche Nachricht, dass die Öffentlich-Rechtlichen da zugeschlagen haben. Michael? Ja, absolut. Sie haben ja die Rechte schon gehabt, und es ging ja jetzt darum, ob da jemand anders einsteigt. Ich denke, das ist ein
guter Schritt für den Frauenfußball, dass sie das weiter zeigen. Mhm. Ich würde mir nur von der Bundesliga noch mehr Zusammenfassungen in der Sportschau wünschen. Da sehe ich bis jetzt noch nicht so viel. Ja, zumindest zeigen sie schon bei NTV das Ergebnis von der Nationalmannschaft und ab und zu auch mal unten in den Ticker dann auch Ergebnisse von der Bundesliga. Ne? Ja, dann sage ich, wenn keiner mehr was zu sagen hat von euch, ich glaube, es war wieder eine gute Diskussion, auch sehr kontrovers heute. Unterschiedliche Meinungen ist ja auch gut. Dann sage ich Dankeschön und hoffe, dass wir uns wiedersehen. Das war unsere neue Folge aus dem FF Frauenfußball Leidenschaft. Hat euch diese Folge gefallen? Hinterlasst bitte ein Like oder abonniert unseren Kanal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!